Das lange Warten der Target-Fans hat nun ein Ende. Das Target Omni wird Ende September kommen für rund 450 britische Pfund. Das macht umgerechnet etwa 550 Euro. Das hat sich auf TikTok und Reddit-Foren alles schon ein wenig formiert, aber bislang war es ohne Quellenangaben oder Gegencheck, ob das überhaupt so stimmen kann. Und üblicherweise sind Händler wie auch Influencer angehalten, erstmal keine Insights preiszugeben. Aber wenn kein geringerer als Target selbst die Infos teilt und auf der Webseite mit nur einem Tastendruck im Quelltext schwarz auf weiß zu lesen ist, was das Omni kosten wird, ja dann ist es kein Geheimnis mehr und damit bestätigt. Also, das Omni kommt, gut 1,5 Monate noch, finde ich geil und freue mich sehr drauf. Und darum dachte ich mir, fasse ich aus meiner Sicht vorab schon mal zusammen, was an Fakten jetzt bekannt ist, wo es vielleicht noch so Haken und Ösen gibt und welche Fragen noch offen bleiben. Also bleib dran, nach dem Video wirst du wissen, ob das Omni dein Ding wird oder du vielleicht doch auf Autodarts oder vielleicht Skolia Home gehen magst. Also kurz die Fakten auf den Tisch. Das Target Omni kommt Ende September. Preis 540 bis 550 Euro. Es wird eine Presale, also eine Vorbestelleraktion geben und das System ist ein Lichtring mit im linken Arm integrierter Recheneinheit und WLAN-Verbindung. Sieht man hier auch ganz gut, finde ich, in diesem vergrößerten Foto. Das Ding hält magnetisch, wie beim Target Corona, und das Omni läuft mit der Dart Counter App. Die kostet rund 40 Euro im Jahr, wenn du monatlich zahlst, oder 30 Euro, wenn du ein jährliches Abo abschließt, um unbegrenzt zu spielen und deine Statistiken einsehen zu können. Das Omni zeigt aber kein Live-Bild des Dartboards oder des Werfers. 24. Journey Boy, you require 46. Wenn du das haben willst, musst du zusätzlich 300 Euro für das Word ausgeben. Das Ganze funktioniert dann via App, also Dart Counter gibt es für iOS wie auch Android. Es geht auch via Web-App, browserbasiert auf einem Notebook oder Rechner. Aber um dein Omni bzw. Word Smart Device erstmalig einzurichten, das geht derzeit technisch nur über die App. Die Bedienoberfläche, die gibt es in vielen Sprachen, natürlich auch komplett in Deutsch. Du kannst offline wie auch online gegen andere spielen. Turniere, die gibt es zurzeit noch nicht. Gruppenspiele hingegen schon, also sowas wie 2 gegen 2 oder 4 gegen 4. Das sind grob die wesentlichen bekannten Fakten, beziehungsweise die kann man sich sehr schnell ableiten und daraus ergeben sich auch bestimmte Konsequenzen, beziehungsweise Haken oder Ösen. Eine native iOS- und Android-App zu nutzen, okay, ist halt so und macht aus Sicht von Target natürlich auch Sinn, da hier schon eine weltweite Community mit der App via Webcam spielt. Dass du sie zwingend zur Einrichtung deiner Word oder auch des Omnis brauchst, okay, also ich denke mal, so pusht sich Target eben auch in den App Stores mit mehr Downloads und Installationen auf Smartphones. Denn mit einer App gibt es dann aber auch einen Update-Zwang. Sprich, wenn ein Update kommt, etwa um jetzt Fehler zu beheben oder auch neue Features auszurollen, dann musst du das sofort machen, denn ohne so ein Update kannst du nicht weiterspielen. Also egal, ob es vorher funktioniert hat oder nicht, kommt ein Update, dann musst du das zwingend machen. Unbegrenzt mit anderen spielen oder deine Statistiken einsehen, das geht dann nur im Abo, monatlich oder jährlich zu bezahlen und aktuell mit erstmal moderatem Preis. Aber auch schon viel, viel teurer geworden, ehrlich gesagt. Ich habe 2021 noch die Hälfte, also rund 15 Euro pro Jahr bezahlt. Jetzt sind es immerhin 30 Euro im Einmalbetrag oder rund 40 Euro im Jahr, wenn du die monatliche Zahlvariante wählst. Ganz grundlegend, wenn du bereits ein Ringlicht zur Beleuchtung deines Dartboards nutzt, dann kannst du das nicht fürs Omni weiterverwenden. Auch nicht die Target Fanboys, selbst mit dem Corona oder auch wenn du auf das ziemlich teure Mod-System mit dem Hub und den Rails und so gegangen bist, dann kannst du zwar das Omni nutzen, es bleibt ja magnetisch an Bord, aber das teure Halo Light zum Beispiel kannst du dann wohl abhängen. Denn das Omni kommt eben mit einem eigenen, jetzt unten offenen Lichtring. Das Omni kostet also rund 550 Euro und bei 4 verbauten Cams hätte ich jetzt angenommen, dass eine mindestens mal das Dartboard zeigt und wie die Darts drin stecken. Ist ein geiles Feature, das man bei Skolia zum Beispiel noch vermisst. Aber du siehst hier auch in den Videoausschnitten aus Dart Counter, wo ich ein Spiel beobachtet habe, wie es aussieht, wenn ein Omni-User mit einem Webcam-User ein Match spielt. In der Mitte vom Bildschirm siehst du es, das ist quasi die Omni-View, da gibt es eine virtuelle Trefferanzeige der Darts im Board und wo jeder einzelne gelandet ist, das ist wirklich 1:1 wie bei Skolia. Was an sich bei korrekter Erkennung auch schon cool ist. Nur, willst du jetzt wirklich auch die Dartscheibe sehen und wie die Darts drin landen, ja dann musst du wohl nochmal 300 Euro für das Word investieren
um das Dartboard und den Werfer in Echtzeit zu sehen. Naja, also wenn man drüber nachdenkt, vielmehr muss das dein Online-Gegner investieren, damit du es eben in deiner Anzeige siehst. Und das finde ich ein bisschen weird. Also je mehr Geld du ausgibst, umso vorteilhafter ist es ja eigentlich für deinen Online-Gegner, weil er mehr und genauer sieht als du selbst. Genau das ist für mich ein Riesenunterschied zum Marktführer Skolia oder auch dem Do-it-yourself Autodart-System, denn da ist das Nutzererlebnis, also die Menge an Spielen, Features und. Das ist für jeden Spieler gleich. Ob du zum Beispiel mit einem Skolia Home, Home 2 im Flex-Modell oder auch dem Skolia Pro spielst. Alle haben aber das gleiche nahtlose Nutzererlebnis, offline wie online, wie bei Turnieren. Bei Target, das sage ich jetzt mal so ein bisschen plakativ, dass der Punkt klarer wird. Erkaufst du dir ein schöneres Nutzererlebnis, indem du in zusätzliche Hardware investierst. Das passt für mich natürlich sehr gut in dieses modulare Konzept des Mod, aber bei einem System, das nur mit der Community und auch mit dem gemeinsamen Erleben funktioniert, empfinde ich das als ein bisschen kurios. Je mehr Geld du ausgibst, umso größer sind Komfort und Vorteil für deinen Gegner, denn es ist ja dein Gegner, der im Online-Match davon profitiert, dass du auf keinen Fall mogeln kannst, denn der sieht dich am Oki stehen, er sieht dich werfen und er sieht, wo genau deine Darts landen. Also ganz ehrlich, da scheint es mir doch eher vorteilhafter. Ich spiele jetzt einfach per Webcam mit Bordansicht wie bisher und tippe dann meine Scores manuell ein. Und da möchte ich mal an das Word anknüpfen. Ich habe durchaus Verständnis, dass das länger gedauert hat und Target, finde ich, hat es auch gut und auf den Punkt kommuniziert. Da alles gut. Aber statt 230 € kostet das Word jetzt immerhin 300 €. Das ist schon ganz schön krass für 2 Webcam-Module mit ein bisschen Kabel im Kunststoffarm. Also für mich der Preis so einfach nicht zu rechtfertigen und wirklich viel zu teuer, weil es auch nur mit Dart-Counter selber funktioniert. Und darum hast bzw. siehst du auch kaum jemand, der mit dem Word schon spielt. Zu normalen Zeiten hast du online etwa 100 bis 150 Online-Matches laufen und kein einziger spielt mit dem Word. Ich habe wirklich öfter geguckt zu unterschiedlichen Tagen und Zeiten. Jetzt auch mal hier am Freitagmittag, wo ich das Ganze aufnehme, sind 70, 75 Matches und gerade mal 4 Leute sind mit dem Word drin. Und das ist auch so ein kleines repräsentatives Erlebnis. Guckt es euch mal an. Grundlegend, das ist ja dann schön, dass man die Roomcam deaktivieren kann. Really, ich hoffe, das gilt auch für deinen Gegner. Denn manches, also ehrlich, das will ich vielleicht nicht unbedingt sehen oder mitbekommen. Natürlich bleiben auch noch ein paar Fragen offen, das wird man dann sehen, wenn das System wirklich verfügbar ist, zum Beispiel die Kalibrierung des Dartboards. Und wie ist es zum Beispiel mit der Kompatibilität zu verschiedenen, also Nicht-Target-Dartboards? Ich fände es cool, wenn Target ähnlich wie bei K-Flex mit so einer Art Mini-Roadmap rauskommt, ob oder wann man zum Beispiel mit einem Turnierfeature und so weiter rechnen kann. Und mich würde ebenso interessieren, ob Omni am Ende von so einem Spiel eine Heatmap oder so eine Koordinatenmap zum Beispiel anzeigt. Denn aus dem Konzeptvideo, und das ist jetzt ja auch schon klar, diese Entertaining Big Fish Anzeige oder auch sowas wie die Geschwindigkeitsanzeige der geworfenen Darts, das gibt es nicht. Da hat sich Target ursprünglich bestimmt ein bisschen was anderes überlegt, aber das kriegen sie hier in Dart Counter so nicht umgesetzt. Generell interessieren mich dann zum Launch natürlich auch die wirklich verfügbaren Spielmodi oder auch die ganzen Statistiken. Oder auch wird es eine Chat- oder eine Sprachfunktion zum Beispiel geben beim gemeinsamen Miteinander. Also, einiges ist bekannt und lässt sich ableiten und bei einigen sind noch Fragen offen. Das wird sich mit der Verfügbarkeit des Omni dann klären und natürlich wird von mir dann auch ein Review kommen. Für die Entwicklung ganz allgemein bei den Autoscoring-Systemen finde ich es gut, dann jetzt endlich das Omni auch auf dem Markt zu haben, weil sowohl für Händler, Reseller wie auch für uns als Hobby-Darter oder ambitionierte Darter wird sich damit natürlich einiges tun und auch in der Entwicklung beschleunigen, was gut ist für uns alle. Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft, heißt es so schön. Und damit war es das von mir mit dem ersten Video zum Target Omni vor dem offiziellen Launch. Bin gespannt auf eure Kommentare, mit welchem System ihr womöglich geht oder auch nicht. Und wenn du was zu den anderen Systemen wissen willst, Autodart, Skolia, Home, Home 2, findest du alles auf diesem Kanal, sogar in einer separaten Autoscoring-Playlist. Na dann, bis spätestens zum Omni-Review wieder hier auf Darts & Gear, Deutschlands Nummer 1 Kanal für Darts und Zubehör-Reviews. Wenn du da nichts verpassen möchtest, sehr gerne den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Tschüss, ciao, good Darts. Euer Olli.